Was glaubst du, kann man für 100 bis 150.000 Euro in Deutschland noch kaufen? Als bewohnbare Immobilie. Stell dir dann noch vor, es wäre in einer Millionenstadt, nah am Zentrum, in einem Altbau aus der Gründerzeit. Ich denke, spätestens jetzt ist das eine rhetorische Frage. Und deswegen nehme ich dich jetzt mit nach Budapest. Ich bin Tim von Budapest Invest und ich zeige dir jetzt gleich eine Wohnung, die dich vielleicht zunächst schockieren wird. Schauen wir uns zunächst mal Bilder vom Immobilienexposé an. Was wir hier sehen, ist nichts für zarte Nerven und oft genug taugen solche Wohnungen wirklich nichts. Aber in diesem Fall haben wir ein paar Eigenschaften bemerkt, die uns aufhorchen ließen. Was man hier schon erahnen kann, es ist ein Altbau mit einer Deckenhöhe um die 3,70 Meter mit Parkett und Zentralheizung. Das Gebäude ist übrigens aus der Zeit um 1900, wie vieles in Budapest. Wenn wir uns nun den ganzen Krempel rausdenken und bei der Renovierung ein paar Prinzipien moderner Wohnraumgestaltung einfließen lassen, sieht die Sache schon ganz anders aus. Doch das ist nicht das Wichtigste. Das Wichtigste ist natürlich die Lage. Die Wohnung liegt im 6. Bezirk der Hauptstadt, sehr zentral und damit in einem sehr, sehr begehrten Viertel. Parlament und Stephansdom sind nur einen Spaziergang entfernt und das berühmte Ausgehviertel liegt quasi direkt vor der Haustür. Durch die Innenhoflage bekommt man davon aber akustisch zum Glück nichts mit. Das zweite ist die Größenordnung von knapp 60 Quadratmetern. Ideal für Singles, Paare und bei entsprechendem Grundriss auch für Zweier-WGs. Budapest mit seinen etwa 25 Universitäten ist schließlich ein Magnet für gut 40.000 ausländische Studenten. Darunter auch massenhaft deutsche Medizinstudenten, die es lieben, in einem dieser zentralen und auch sehr sicheren Bezirke zu wohnen. Budapest ist übrigens kriminalstatistisch gesprochen deutlich sicherer als Berlin, Frankfurt oder Köln, was allerdings niemand überraschen dürfte, der in diesen Städten wohnt. Kommen wir zum Preis der Wohnung. Ein Quadratmeterpreis von 1700 Euro ist auch hier sehr günstig und lässt noch viel Raum nach oben. Wäre die Wohnung bereits renoviert, müssten wir rund 3000 Euro im Quadratmeter zahlen. Das ist natürlich auch für dich ein Modell. Renovieren und den Wertzuwachs nach 5 Jahren steuerfrei mitnehmen. Schauen wir uns an, was uns die Wohnung konkret kosten wird. Also, da wäre zunächst mal der Kaufpreis von umgerechnet 106.000 Euro. Dazu kommt die Grunderwerbssteuer von 4%. Weitere 4% entfallen auf Recherche- und Beratungsleistungen sowie den Anwalt, der hierzulande als Notar fungiert. Das alles ist unser Part. Außerdem sollte man zu Beginn eine Renovierung einplanen. Wie die ausfällt, hängt von deiner Strategie ab. In diesem Fall halten wir es einfach, weil wir es so schnell wie möglich vermieten wollen. Zum Glück haben wir hier sehr viel günstigere Handwerker, als man das aus Deutschland gewohnt ist. Darum würden wir hier ein Budget von etwa 5.000 Euro einkalkulieren. In Summe sind das 120.000 Euro für eine Wohnung. Altbau, 60 Quadratmeter, Innenstadtlage in Budapest. Kommen wir zu den Einnahmen. In vergleichbarer Lage, sprich sogar in der gleichen Straße, kann man sich umschauen, was aktuell zur Miete angeboten wird. Und da landet man in diesem Fall bei 500 bis 550 Euro. Die Nebenkosten, also Strom, Gas und Internet, werden weitergegeben. Ein Hausgeld von 50 Euro beinhaltet oft auch die Kosten fürs Wasser, ziehen wir ab. Für Reparaturen und Instandhaltung sollten wir ein halbes Prozent des Kaufpreises pro Jahr zurücklegen. Also umgerechnet auf den Monat 50 Euro. Kommen wir zum Abschluss noch zur Versteuerung der Mieterträge. Es sind pauschal auf 90% der Mieterträge 15% Steuern zu zahlen. Also letztlich 13,5%. Das bedeutet 75 Euro in unserem Beispiel. So, das Ergebnis sind 4.500 Euro im Jahr netto.
Gemessen am Kapitaleinsatz wären das 4,5% vor Steuern und 3,7% nach Steuern. Das ist aber nicht alles, denn es gibt ja noch sowas wie Wertsteigerung. Die Vergangenheit hat über die Jahrzehnte gezeigt, dass die Wertsteigerung in der Regel auf oder über dem Niveau der Inflation liegt. In Deutschland zum Beispiel verwendet man bei entsprechenden Prognosen gerne einen Wert von 2%. Das ist heute relevanter denn je, wo vieles darauf hindeutet, dass Preise generell stärker steigen werden. Momentan haben wir zwischen 3 und 5%. Konkret, nach 10 Jahren hast du dann von deinen 100.000 Euro nur noch zwischen 60.000 und 75.000 Euro Kaufkraft. In Ungarn sind die Immobilienpreise zwischen 2010 und 2019 generell um 80 bis 90% gestiegen, je nachdem welcher Statistik man glauben darf. Wer also, sagen wir mal, vor 10 Jahren hier eine Immobilie gekauft hat, konnte sein Vermögen locker verdoppeln, denn er hatte ja auch noch die Mieterträge on top. Aber auch wenn wir uns das vielleicht wünschen, muss das nicht immer so weitergehen. Es kann auch eine Zeit stagnieren und es gab auch in der Vergangenheit Einbrüche. Zum Beispiel sogar 2010 bis 2013 als Folge der globalen Finanz- und Immobilienkrise. 2020 war es dann die Corona-Pandemie. Auch hier sind die Preise ein Stück eingebrochen, erholen sich aber seitdem deutlich schneller. Dein Zeithorizont entscheidet. Wenn du glaubst, dass du das Geld in 2 Jahren dringend wieder brauchen könntest, lass die Finger davon. Wenn du die Geduld für 5 bis 10 Jahre mitbringst, kannst du solche Krisen dagegen locker aussitzen. Wie sieht es aktuell aus? Die Wirtschaft wächst wieder, laut jüngster Prognosen um 7%. Die Innenstadt füllt sich allmählich wieder mit Touristen und Studenten und das Leben geht weiter. Im Alltag kommt Corona überhaupt nicht mehr vor. Ob die Immobilienpreise weiter mit den bislang gewohnten 10 bis 15% steigen? Budapest ist noch weit von einer Überhitzung entfernt. Und trotzdem wäre es fahrlässig, darauf zu setzen. Das heißt, konservativ gerechnete 3 bis 4% Nettorendite und eine Wertentwicklung im Bereich der Inflationsrate. Klingt jetzt nicht super spannend, aber damit haben wir ein, wie ich finde, solides Investment. Wenn du möchtest, können wir darüber im Detail sprechen. Wir können auch für dich auf die Suche gehen nach entsprechenden Gelegenheiten und dich begleiten, wenn es darum geht, das dann auch durchzuführen. Das heißt, von der Recherche über die Verhandlungen und den Vertrag bis zur Eintragung ins Grundbuch und darüber hinaus bei Renovierung, Verwaltung und Vermietung. Dafür sind wir da. Und wenn du Interesse hast, buche einfach einen von den Terminen auf unserer Website. Diese Gespräche sind kostenlos und natürlich freuen wir uns darauf, dich bald hier begrüßen zu können und mit dir auf Erkundung zu gehen. Eins weiß ich jetzt schon, du wirst begeistert sein. Also, alles Gute, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.